Es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, wenn man sagt, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist. Aber wenn man das Gegenteil von Gesundheit sieht, dann wird sonnenklar. Wir lernen jetzt eine junge Frau kennen, die an der seltenen Krankheit MECFS leidet, der myalgischen Enzephalomyelitis-chronisches Fatigue-Syndrom. So selten ist die Krankheit gar nicht mehr, die Fallzahlen steigen, aber es gibt keine Heilung. Und so hat Kim kaum noch Lebensmut. Kims Alltag spielt sich fast vollständig im Bett ab, abgeschirmt von Licht, Geräuschen und Berührungen. Von allem, was zu viel werden könnte. Eigentlich habe ich das Gefühl, geht es immer darum, möglichst effektiv und mit möglichst wenig Energieaufwand Zeit totzuschlagen, bis irgendwas kommt, was irgendwie schön ist oder worauf ich mich freue. Kim hätte gern ein ganz normales Leben gelebt. Referendariat, Freunde treffen, den eigenen Geburtstag feiern. Die Krankheit macht all das unmöglich. Besuche sind für Kim kleine Lichtblicke. Heute ist Marlin da, eine enge Bezugsperson, die sie schon lange begleitet und pflegt. Aber selbst kurze Treffen haben ihren Preis. Schon kleinste Reize können einen sogenannten Crash auslösen und sie für Tage oder Wochen lahmlegen. MECFS wird oft als Erschöpfung oder Depression abgetan. Aber Kims Körper streikt. Schmerzen, Muskelversagen, Probleme mit Konzentration und Gedächtnis. Am Anfang konnte Kim noch mit ihrem Hund spazieren gehen, dann nur noch im Rollstuhl, heute gar nicht mehr. Vor einigen Monaten hat die 25-Jährige einen Antrag auf assistierten Suizid gestellt. Es bricht immer mehr von mir weg und ich habe immer weniger das Gefühl, dass das hier ein Leben ist, dass ich bereit bin zu leben, für das ich bereit bin, diese Qualen auf mich zu nehmen. Und es wurden immer mehr Qualen. Dann war irgendwann ein Punkt erreicht, an dem ich entschieden habe, das darf es nicht sein, das kann es nicht sein, das soll es nicht sein. Heute wird Kim vor allem von ihren Eltern gepflegt. Freundinnen und Freunde unterstützen, so gut es geht. Marlin begleitet Kim seit Jahren durch die Krankheit und musste miterleben, wie sie in Praxen und Behörden immer wieder auf Unwissenheit stoßen. Kim teilweise nicht geglaubt wird, vieles ihrer Psyche zugeschrieben wird. Fast alle Entscheidungen und Anträge müssen sie selbst recherchieren, erzählen sie. Oft fühlen sie sich dabei alleingelassen. Im Pflegegeld sich selber zurechtzufinden, welchen Topf es wo gibt, ist das unfassbar kompliziert. Es ist wirklich beeindruckend, wie kompliziert das gestaltet ist. Es gibt sowieso schon so viel zu tun. Die Pflege ist sowieso schon total intensiv. Und dann muss man sich noch mit so einer Scheiße rumschlagen. Das Gesundheitssystem ist auf Kims Krankheit kaum vorbereitet. Warum genau MECFS ausbricht, ist noch unklar. Die Diagnose ist schwer zu stellen, die richtige Behandlung noch nicht erforscht. Zu Kim kommen einmal pro Woche ein Pflegedienst und eine Putzkraft. Der Rest wird vom Umfeld gestemmt. Auch die Kommunikation mit Behörden und Krankenkassen. Jede Hilfe, jeder Antrag kostet Energie, die Kim kaum noch hat. Ob sie genug Hilfe bekommt, hängt oft davon ab, an wen sie gerät. Es ist unverschämt, dass man Glück braucht, um eine würdige Behandlung zu erhalten. Kims Lage ist kein Einzelfall. In Niedersachsen leben nach Schätzungen des Sozialverbands etwa 20.000 Menschen mit MECFS. Deutschlandweit sollen rund ein Viertel der Betroffenen schwer erkrankt sein. Zwar gäbe es vereinzelt spezialisierte Hilfsangebote mit langen Wartelisten, die seien aber nicht für alle zugänglich. Gerade Schwerstbetroffene fallen oft durchs Raster. Dort gibt es dann aber die Voraussetzung, dass die Patientinnen reha-fähig sein müssen. Das heißt, auch auf Stationen dann mitmachen können. Das ist für bettlägerige Patienten zum Beispiel gar nicht so einfach. Und auch zum Hausarzt zu kommen oder zur Hausärztin ist daher schon schwierig, genauso wie zur Ambulanz. Die Politik sieht den Ernst der Lage und versucht zu reagieren. Es gibt Schulungen und Spezialsprechstunden, Modellprojekte mit Telemedizin und Hausbesuchen. Doch bis all das bei den Betroffenen ankommt, werde es noch dauern, sagen Experten und die Politik. Es ist nun mal eine sehr schwierige Erkrankung, an der noch viel geforscht werden muss. Deshalb ist es an dieser Stelle extrem schwierig zu sagen, wie schnell es geht. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Geld und jetzt auch noch mal in der Dekade der Infektion noch mal eine Menge Geld in die Hand genommen, um die Forschung weiter voranzutreiben. Es ist ein bisschen wie nach der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Kims Antrag auf assistierten Suizid wird derzeit geprüft. Der ist in Deutschland nur unter strengen Bedingungen erlaubt. Ob Kim dafür in Frage kommt, beurteilt Fachpersonal aus Medizin und Psychologie.
In mehreren Gutachten und Gesprächen geht es dabei auch darum, ob sie die Entscheidung versteht und wirklich freiwillig trifft. Eins ist Kim dabei besonders wichtig. Dass es da um mein Leben geht und um mein Empfinden, dass so wie ich jetzt gerade lebe, es für mich nicht lebenswert ist. Das bedeutet aber nicht, dass für andere das ebenso sein muss. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand, weil ich diese Hoffnung nicht mehr habe, auch seine Hoffnung verliert und sein eigenes Leben in Frage stellt. Das ist einzig und alleine meine subjektive Entscheidung für mein Leben. Kims Geschichte zeigt, wie wenig sichtbar die Krankheit ME/CFS noch ist und wie dringend sich das ändern muss. Ja, das ist wirklich ein hartes Thema, das wir noch vertiefen wollen mit Maike Dirks von der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie forschen an dieser Krankheit und Sie besuchen Menschen wie Kim bei Ihnen zu Hause, um Daten zu sammeln. Können Sie die Verzweiflung nachvollziehen? Ja, also es ist so, dass das Spektrum ME/CFS insgesamt sehr groß ist. Es gibt zum einen diese Patienten, die halt noch ihren Alltag im Großen und Ganzen auch erledigen können. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese schwerst erkrankten Patienten, wie die Dame da in dem Beitrag, die halt entweder ans Haus gebunden sind oder gar bettlägerig sind. Und wenn halt natürlich diese Patienten über Jahre lang in dieser Situation verharren, im Grunde genommen, und keine Lösung in Sicht ist, keine Therapie, die irgendwie hilft, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch als Mediziner in dem Moment das Problem, dass wir da nicht so das so stehen lassen können. Ja, viele Menschen haben, glaube ich, gerade beim Sehen dieses Beitrags sich auch eine Meinung sicherlich gebildet. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bei diesen Menschen, die Sie ja dann auch zu Hause besuchen, sich da reinfühlen zu können? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben, also es ist ja im Grunde genommen so, dass man sich als Mensch überhaupt erstmal darin hineinversetzen kann, wie das ist, wenn ein Mensch, der einfach nur im Bett liegt und nur eine kleine Belastung verspürt, dann danach einen sogenannten Crash bekommt. Also das heißt, stark danach erkrankt. Und bei uns hat es tatsächlich in unserem Ärzte- und Therapeutenteam tatsächlich auch länger gedauert, um das überhaupt erstmal zu verstehen. Also wir haben seit ein paar Jahren forschen wir daran und sehen diese Patienten natürlich auch bei uns in der Klinik in Studien und haben halt anhand von diesen Berichten, die die Patienten schildern und natürlich auch durch diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse eben doch mittlerweile verstanden, wie diese Patienten darunter leiden, tatsächlich. Haben Menschen mit einer seltenen Krankheit, haben die eine Lobby oder sind sie wirklich größtenteils auf sich allein gestellt? Ja, also ich kann jetzt für ME/CFS sprechen. Ja. Es ist so, dass medizinisch gesehen tatsächlich die Patienten oft auf sich allein gestellt sind, weil die Erkrankung ME/CFS oft erst sehr spät diagnostiziert wird und zum anderen, wie auch in dem Bericht schon angedeutet wurde, es wenig spezialisierte Zentren in Deutschland gibt. Und auf der anderen Seite gibt es erfreulicherweise viele auch sehr gute und auch sehr gut aufgestellte Patientenorganisationen. Und diese Patientenorganisationen, die können im Grunde genommen sehr gute Hilfe leisten für die Patienten. Die können die Patienten gut aufklären, die können auch die Angehörigen mit ins Boot nehmen und da viel Aufklärungsarbeit leisten. Was es nicht gibt, ist eine Therapie aktuell. Darum forschen Sie ja auch daran und Sie sagen, es braucht mehr Forschung. Ja. Was wiederum bräuchte es, damit mehr Forschungsmittel bewilligt werden, mehr Forschungsgelder? Ja, also es ist so, dass wir erfreulicherweise schon auch in den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit für die Erkrankung größer geworden und wir haben die Möglichkeit jetzt auch in den letzten Jahren vom Bund und von einigen Ländern auch die Möglichkeit bekommen, auch mehr Forschung zu betreiben, was sehr gut ist und auch, wie Herr Philippi das auch schon angedeutet hatte in dem Beitrag, dass mehr Forschungsgelder auch jetzt zur Verfügung stehen werden in den nächsten Jahren, worüber wir sehr glücklich sind. Dann danken wir Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke, Frau Dirks. Gerne.